Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an, was bringen die Portaltage für den November mit. Ihr habt die Möglichkeit, euch nach meiner Legung noch eine kleine Botschaft für eure Portaltage auszusuchen. Jetzt gucken wir mal fürs Kollektiv. Ja, die Kommunikation wird ein wichtiger Baustein sein. Es geht um Nachrichten, Korrespondenzen, Gespräche. Es geht um uns selber. Es geht darum, sich auszudrücken, was nicht in Liebe ist, nach was man sich sehnt und wo irgendetwas unharmonisch ist. Ne? Das kann jetzt sein, dass einem das schon lange drückt. Wir haben in der unterbewussten Ebene die Lilien drin. Da möchte man irgendwie aufhören zu kämpfen. Man möchte ein Schwert niederlegen. Man möchte Harmonie haben. Man möchte vielleicht auch so mit den familiären Themen im Reinen sein. Und es geht darum, dass man sich überlegt, was mache ich aus Liebe, wo ist keine Liebe dabei, was liegt mir am Herzen, sind vielleicht auch Themen in meinem Liebesbereich, etwas, was ich ausdrücken möchte, was ich dem anderen sagen soll. Kann natürlich auch sein, dass man selber eine Nachricht empfängt, die etwas in einem auslöst, das genau dieses bewirkt. Ja, das sind so Grundsatzgedanken, die ich hier sehe. Es geht um Liebe, Freundschaft, Loyalität, Seelen, Geschwister, Seelen, Gefährten. Es geht um den Wert der Dinge. Es kann hier speziell auch sein, dass man sich so fragt, was ist mir was wert oder wer ist mir was wert, was bin ich mir selbst wert. Und ich habe hier so Einflüsse aus der Vergangenheit, bei denen man vielleicht auch sagen könnte, da war mal irgendwas, das hängt uns ein bisschen nach. Das kann jetzt ausgelöst worden sein durch ein Thema, das man mit seinen Kindern hat. Kann ausgelöst sein durch ein Thema, das man mit Freunden oder Kollegen hat. Und der Überbegriff ist wahrscheinlich Liebe, Freundschaft, Loyalität. Das Umfeld, das einem umgibt, wie nahrhaft ist es für einen. Und ich habe das Gefühl, dass man viel mehr darüber reden muss und dass man die Wertigkeit von diesen Dingen hinterfragt und neu überlegt. Hier, da wir die Geldkarte hier mit haben, kann es auch sein, dass man so die Sachen überlegt, in die man investiert oder für die man etwas geben will. Es kann hier auch sein, dass wir unseren Selbstwert hinterfragen, ja? Dass man überlegt, was bin ich mir eigentlich selber wert, wo muss ich was reduzieren, wo möchte ich mehr oder Mehrwert haben. Aus der eigenen Sicht heraus, ne, hat man hier schon seinen Grund, sein Fundament gebaut, aber es scheint trotzdem die Frage zu sein, wo man etwas mehr braucht oder wo etwas so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal verkümmert. Ich sage euch gleich ein zweites Szenario, ich will mal warten, was noch kommt. Irgendwas im Umfeld, und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum man das hinterfragt, hat so ein bisschen einen giftigen Stachel oder ein ungutes Gefühl oder sorgt immer wieder für eine Verstrickung. Es kann auch sein, dass man hier im Bereich der Freundschaften so plötzlich feststellt, was noch passt, was nicht mehr passt, wo man vielleicht auch nicht so ganz ehrlich zueinander ist oder wo man etwas bewusst weglässt.
Das ist so auch dieses gesunde Misstrauen, das immer mitschwingt. Wenn je älter ich werde, desto mehr ähm, gucke ich auch, wem kann ich noch vertrauen, wer bringt mir mehr Verstrickung oder wo ziehe ich auch immer wieder die gleichen Menschen mit an, ne? Den gleichen Typ Mensch. Ja, das ist ja wunderbar. Hier liegt das Kleeblatt am Ende. Und unten haben wir das Kind, also den Neubeginn aus einem Mangel raus, aus einer Situation, die einem vielleicht aufgezeigt hat, dass irgendwo etwas an einem nagt. Ja? Das wäre jetzt so das Szenario, das so als erstes in mein Auge sticht. Des Weiteren habe ich hier ein Thema, das könnte man mit Haus und Geld haben, mit Familienthemen, immer wiederkehrendes Versorgungsding. Es geht darum, vielleicht auch zu gucken, wo man was hinein investiert. Aus der eigenen Sicht hat man hier sein Fundament und auch Einflüsse von außen stören dieses Fundament immer wieder. Ne? Wir werden hier so mit Zweifeln überschüttet, wenn irgendwas kommt, wo wir Planänderungen erfahren. Vielleicht suchen wir auch einen klugen Zug, mit dem wir uns, unser Hab und Gut stabilisieren können. Und hier kann sich auch eine Situation zeigen mit jemand aus der Vergangenheit, wo es mal um das Thema Geld ging, wo irgendwas nicht stimmig war oder wo dir auch irgendjemand, vielleicht hast du mal jemand Geld gegeben und nicht wieder gekriegt oder eben diese finanziellen Themen, die dann zum Beispiel auch eine Freundschaft zerstören. Mit dem Kleeblatt hier für die längere Frist haben wir natürlich die glückliche Wende. Wir haben, dass wir dem Glück auch wieder mehr vertrauen können. Wir haben den kleineren Bereich Finanzen als Zuwachs. Vielleicht auch wieder glücklichere Zeiten, wo wir auch die Wertigkeit so aufgezeigt kriegen von den Dingen. Was ist mir was wert und was bedeutet mir nichts mehr. In den persönlichen Readings ist es immer sehr erstaunlich. Ne? Je älter das die Menschen werden, je weniger geht hier der Fokus auf Geld. Die haben dann ganz andere Fragen und ich kann das bei mir auch feststellen. Also wenn ich das habe, was ich brauche, bin ich glücklich. Wenn es ein bisschen mehr ist auch, aber ich habe jetzt nicht mehr so die großen Wünsche ans Materielle. Natürlich kann man immer, wenn man genug hat, gehen die Sorgen weg. Das darf man nicht vergessen oder man ist beruhigt. Aber es gibt sehr viele Dinge, die einen anderen Status kriegen als Geld, je älter das man wird. Jetzt haben wir hier mit den Karten noch die Libelle gekriegt. Und es ist jetzt sehr spannend, denn hier revidieren wir vielleicht eine Meinung. Wir machen uns Gedanken über Liebe, Freundschaft, Familie, Harmonie, Kampf oder Frieden, Fundament oder Mangel. Und jetzt geht es darum, dass wir bei uns einfach genau dieses feststellen, dass wir irgendwas nicht mehr begründen können für uns, reflektiert haben und jetzt kommt eben so die Meinungsänderung und da ist man so ein bisschen auch von der Erwartungshaltung der anderen mitgeprägt. Und man darf ja auch so handeln, wie man möchte. Man darf sich erlauben, so zu handeln, wie man es jetzt für richtig empfindet. Und man braucht nicht weitermachen, einfach weil man es immer so gehandhabt hat. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir mit der Botschaft hier für die Längerfristigkeit einfach gesagt kriegen, wenn wir willens sind, den Blickwinkel zu verändern, dann winkt uns ein glückliches Schicksal. Und manchmal muss man auch irgendwo ein bisschen zurückgehen, um wieder neu Anlauf zu nehmen oder vorwärts zu kommen. Also folge einfach dem, dass es jetzt Wandel gibt im Denken oder in deinem eigenen Bewusstsein. Das ist schon mal die beste Idee, die hier liegt.
So, wir gucken noch ein Krafttier. Danach könnt ihr euch eine Botschaft auswählen für eure Portaltage. Welches Krafttier kommt hier mit? Wir haben den Otter, der steht hier für die Originalität. Das heißt, wir haben vielleicht eine besondere Gabe, eine besondere Art, irgendwie Dinge anzugehen. Es geht darum, dass man aus vielen Möglichkeiten schöpfen und probieren kann. Und es geht auch um die Vision, die man von irgendetwas hat und die Veränderung von dieser Vision. Ne? Es geht nicht um Verbissenheit, sondern es geht um Leichtigkeit, Spiel. Und es geht hier um Selbsterfahrung auch mit und um Unabhängigkeit. Man darf hier ein bisschen erfinderisch sein, ausprobieren, sich dabei auch nicht stören. Das doppelt sich an dem, was andere von einem verlangen oder von einem erwarten. Und es geht auch darum, den eigenen Gefühlen zu folgen. Da überlegt man ja hier rum. Ne? Okay. Was jetzt hier sehr speziell ist, ist, dass auf der Karte, wir haben ja hier die Nachricht und uns, der Otter uns einfach auch sagt, sprich aus, was dir in den Sinn kommt und folge dem, was dir einfällt. Denn auf diese Weise beginnt der Wandel an sich. Ne? Also haltet euch da nicht zurück, redet über die Dinge und drückt euch aus. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich mache die Karten mal zusammen, dann könnt ihr noch eine kleine Impulsbotschaft für euch wählen. Die sind ziemlich dick, die Karten. So, dann nehmen wir noch eine von denen und dann dürft ihr wählen. Ich stelle heute auch mal nichts hin. Entscheidet euch für rechts oder links. Ich habe schon entschieden, weil mir ging es heute flott. Ich nehme rechts. Deshalb beginne ich auch egoistischerweise immer mit rechts. So. Hier darf man sich stärker konzentrieren auf etwas. Und zwar haben wir das hier noch sehr viel spezieller. Es geht darum, dass wir unser eigenes Leben kreieren dürfen, dass wir unseren Träumen treu bleiben, dass wir uns darauf fokussieren, dass wir uns nicht von anderen abbringen lassen, nur weil die denken oder Erwartungen an uns haben. Das ist sehr speziell, aber auch sehr passend, ne? Denn wenn man so in einer Phase ist, wo man alles überdenkt, die Meinung ändert, dann ist das für manch anderen recht befremdlich. Hier können Ahnenthemen eine Rolle spielen, die uns vielleicht auch eine gewisse Weise hindern. Man hat so seine Muster, seine Familiengeschichte, aber man kann auch aus diesem Produkt irgendwas Gutes machen. Und wir haben hier die Zwiebel. Es geht um den Schutz für uns, der hier verfügbar ist. Vom Element her haben wir das Element Erde dabei. Also geerdet sein, irgendwelche Sachen auszuprobieren, die uns auch dienen, auf der Erde geschützt unseren Träumen zu folgen, unser eigenes Leben zu kreieren, ist die Botschaft von dieser Seite. Dann gucken wir auf der anderen Seite. Ja, prüfe deine Integrität. Die Karte zeigt es eigentlich sehr schön. Hier zieht jemand an andermanns Fäden. Man wird vielleicht auch so als Marionette benutzt. Man macht sehr viel,
um anderen zu gefallen oder Erwartungen zu erfüllen. Vielleicht wird man auch manchmal bewusst manipuliert. Die Karte sagt hier, wir sind alle ein bisschen verrückt und jeder von uns darf einzigartig sein. Ne? Es ist kein Grund, hier so zu tun, als müsste man jeglicher Erwartung von anderen entsprechen, sondern man darf auch mal gegen den Strom schwimmen oder eigene Verhaltensweisen an den Tag legen, die anderen nicht in den Kram passen. Sei in freudiger Erwartung, von der Grundeinstellung her, dass du das auch schaffen kannst. Und wir haben für dich die Kommunikation, auch Element Erde. Ne? Kommunikation hatten wir im Übrigen auch am Anfang drin, dass das sehr wichtig ist. Ihr könnt ja auch aussprechen, ne? Wenn ihr das bemerkt, dass jemand euch verurteilt oder an euren Fäden zieht, ist es vielleicht ganz gut, mal jemand auf die Grenze aufzusetzen und zu sagen, ich habe es bemerkt. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch wunderbare Portaltage. Ich drücke euch bis bald.